Einführung in die Botanik, Familie Orchidaceen, Einführung. Was haben Orchideen mit dem David von Michelangelo zu tun? Orchis heißt griechisch Hoden. Einige Orchideen haben unterirdische Speicherorgane, die ähnlich aussehen wie Hoden. Orchidacee würde wörtlich also Hodengewächse bedeuten. Die Pflanzen heißen auf Deutsch zwar Knabenkräuter, aber in der Praxis spricht man nur von Orchideen. Etwa ein Viertel der Blütenpflanzen sind monokotyl, dazu gehören auch die Orchideen. Sie sind dort bei weitem die größte Familie und machen damit auch einen beträchtlichen Teil der Blütenpflanzenarten aus. Kurioserweise ist die größte Familie der Dikotylen praktisch gleich groß wie die Orchideen. Das sind die Korbblütler, die Asteraceen. Bei der Artenzahl herrscht zwischen diesen beiden Familien etwa Gleichstand mit einem kleinen Plus für die Asteraceen. Nimmt man hingegen die Individuenzahl, die Häufigkeit der Familie in der Wildvegetation, so entspricht ihr Verhältnis etwa jenem von Fußballfans zur Royal Family. Die einen gibt es überall, die anderen sucht man fast vergebens. Bei uns sind Orchideen normale, krautige Bodenpflanzen, die man als Erdorchideen bezeichnen kann. Das steht im Gegensatz zu den sogenannten Epiphyten. Das sind Pflanzen, die auf einer anderen Pflanze wachsen, in der Regel also auf einem Baum. Epiphyten benutzen den Trägerbaum nur, um ans Licht zu kommen, sie parasitieren ihn nicht. Epiphyten kommen nur in den Tropen vor, machen aber 85-90% aller Orchideenarten aus. Die Familie als Ganzes ist weltweit verbreitet. Sie fehlt in den Wüstengebieten und besiedelt die arktische Tundra nur sehr spärlich. Hellgrün eingezeichnet ist hier zusätzlich das Teilareal der epiphytischen Orchideen, die, wie man sieht, völlig auf den Tropengürtel beschränkt sind. Aus botanischer Sicht kann man sagen, wo es epiphytische Orchideen gibt, da ist man in den Tropen. Es gibt in dieser Zone auch Erdorchideen, aber die Epiphyten sind viel zahlreicher. Trotz einer immensen Artenzahl von nahezu 30.000 gibt es in dieser Familie nur Vanille als Nutzpflanze. Vanille ist eine Kletterpflanze, ihre Kultur ist aufwendig. Genutzt werden die Früchte, die sogenannten Vanilleschoten, die zuerst verarbeitet werden müssen, damit sie das gewünschte Aroma entwickeln. Orchideen sind dennoch ein Milliardengeschäft, aber nicht wegen Vanille, sondern als Zierpflanzen. Die Massenproduktion erfolgt vorwiegend in Gewächshäusern. Es gibt holländische Firmen, die buchstäblich 1 Million Pflanzen in Kultur haben.